Hallo Tatjana. Hallo, schön, dass du da bist. Komm rein. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Du lebst und arbeitest hier, richtig? Genau, seit 2012 haben wir die Halle und haben uns Schritt für Schritt vorgewagt, wie man ein Dasein für die Bilder und auch fürs eigene Dasein schaffen kann. Ja, dann kommt ihr jetzt einfach mit. So, hier kommen wir dann zum Atelier. Sozusagen das Intimste ist dann wie im Versteck. Wenn man eine Ausstellung vorbereitet, dann hat man die Arbeiten eine Weile lang um sich herum, dann macht man eine Veränderung, dann sieht man auf einmal, das muss vielleicht nicht in der Reihenfolge sein. Also der Raum ist dann dazu da, dass man auch eben diese Überlegungen macht. Und das ist die Arbeit, die den Titel für die Ausstellung gibt. Was heißt Untergrund? Ich habe das Bild gemalt letztes Jahr zum 50-jährigen Bestehen der UNHCR. Und das ist auf feuerfesten Stoff gemalt. Die Zelte sehen immer so riesig aus, die dann in diesen ganzen Lagern zusammengestellt werden mit diesen großen Zeichen da drauf. So kann man sich das ja jetzt vorstellen, wenn man da ganz viele Zelte hat, was das eigentlich so macht. Und das hier drüben ist auch für die Ausstellung vorgesehen, oder? Das sind diese Osterinselfiguren, mit denen ich mich lange beschäftigt habe. Also dieses Mysterium von dieser vergangenen Kultur und auch mit dieser Infizierung des visuellen Gedächtnisses, was es für uns ist, eigentlich diese Steinformation zu haben. Ich habe auch gesehen, hier drüben ist die Ausstellung auch einmal in klein als Modell aufgebaut. Ja, also das ist die erste Arbeit meiner 14-jährigen Tochter, die mir das gebaut hat. Also jetzt in diesem Fall hatte ich Lust, Arbeiten auszuwählen, die sehr divergent sind von der Machart, also dass es eben nicht so ein Label gibt. Und dann auch, wie ich selber Lust hätte, mir die Sachen anzuschauen. Also alle, die ihr hier seht, kommen mit. Das wird einmal langgerollt und dann eingepackt. Die 3 CD-Cover. Ja, ich höre viel Musik und ich mag Hip-Hop-Musik sehr gerne, weil das so grenzenlos ist. Im Text ist es grenzenlos, in der Ästhetik ist es grenzenlos, in der Zusammenführung von Konventionen und keinen Konventionen, und das interessiert mich daran. Das sind die Laptop-Worker. Also unter Schwarzlicht fangen die an zu leuchten. Die haben so eine fluoreszierende Farbe, also so, als würden die sich so zurück selber anleuchten. Weil so ist das nämlich eigentlich vorgesehen. Ja. Aber das müssen wir im Kindle noch ausprobieren. Das ist der QR-Code. Da hoffen wir, dass der LKW gleich groß genug ist. Und du arbeitest viel auf dem Fußboden, das ist für dich der Vorteil? Dadurch, dass ich so großformatig arbeite, hat es bei den Lackfarben die Möglichkeit, dass ich da drin bin wie in einer Wohnung, aber jetzt nicht, als wenn man vor sich ein Bild hat, die Kontrolle darüber habe, um zu sagen, du darfst da sein und du darfst da sein und du roter Fleck gehörst dahin. So, hier haben wir dann den Lagerraum. Was hat das für eine Bedeutung? Lagern ist für mich nicht einfach nur Lagern und Kisten haben und dann einen Zettel haben, wo die Sachen sind, sondern es ist ein Lagern von Vorhandenheit. Und deswegen ist es manchmal ganz naheliegend, noch mal so durchzugucken. Dann finde ich manchmal ein anderes und denke, oh, da gehe ich noch mal ran. Zum Beispiel bei dem Eurofighter ist irgendwie was Neon, was mir ins Auge sticht. Also der Eurofighter war, glaube ich, 2009 und dann ist diese Farbigkeit 2018, 19 hinzugekommen. Also ich habe gedacht, das ist einfach noch nicht fertig. Und das ist total angenehm für mich, wenn ich das bemerke. Es macht mir ziemlich viel Spaß. Also das ist ja ein recht geometrisches Bild. Ja, es ist einfach das Piktogramm vom Hospital Bed. Das habe ich damals in Italien 2009 gemalt. Ich male eben keine Bäume oder das Eichhörnchen, sondern ich male die Dinge, die mich visuell stärker prägen. Diese Wiedergabe von dem, was um mich herum ist eigentlich der Teil, der diese bildnerische Sprache beeinflusst.
Wenn ich dann jetzt das Piktogramm wieder sehe, wenn ich durch Italien oder woanders hingehe, dann ist es so, als wären diese kleinen Piktogramme eigentlich die Bewerbung für meine Malerei, weil das ja ein handgemachtes Stück ist und die anderen kommen aus der Industrie. Im Prinzip sind es Bilder von Bildern, die jetzt in echt da sind. So würde ich das am liebsten haben. Schön. Geht dann doch ganz Flott. Ja. Wenn so eine Ausstellung stattfindet, was beginnt damit oder was schließt du damit ab? Ausstellen heißt ja auch, dass die Überlegungen, die man macht, auf einmal sich mit dem Publikum konfrontiert. Und das ist eine ganz andere Spielwiese als das eigene Machen im Atelier. Die Arbeiten, die müssen dann alleine für sich da sein und die sind nackter und ohne diesen Umraum, in dem ich mich aufhalte. Die ganzen Spuren, die Skizzen, die Vorlagen, die müssen ein ähnliches Vergnügen erzeugen, als wenn jemand Fremdes ins Atelier kommt und sich die Arbeiten anschaut.